Denkt man an die futuristischsten Städte der Welt, kommen den meisten wahrscheinlich Singapur oder Tokio in den Sinn. Doch es gibt eine Stadt, die uns technologisch gefühlt schon mehr als 10 Jahre voraus ist und deren Namen viele vielleicht schon einmal auf einem Paket ihrer China-Bestellung gelesen haben. Shenzhen. Ich habe 48 Stunden in der Stadt verbracht, die vor gerade einmal 40 Jahren noch ein kleines Fischerdorf war und heute als die futuristischste Metropole der Welt gilt. Drohnen liefern Essen, humanoide Roboter kämpfen wie Profiboxer und noch dieses Jahr sollen hier die ersten Taxiflüge per Drohne starten. Macht das wirklich Spaß, hier zu leben, oder ist alles dann doch ein bisschen too much? Das schauen wir uns heute an und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Und damit, Leute, einen wunderschönen guten Abend aus der Tech City Number One, dem Silicon Valley Chinas. Ich befinde mich in Shenzhen. Warum gucken die so blöd? Habe ich es falsch ausgesprochen? Vielleicht heißt es auch Shenzhen. Ich glaube, das zweite nehmen wir mal, ne? Ist ganz witzig. Ich bin hier nämlich ein paar Tage und ich dachte mir, ich filme einfach mal drauf los. Ich glaube, es wird schon spannend. Ich habe keine Ahnung, ob das Video überhaupt auf meinem Hauptkanal erscheint, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich werde es auf jeden Fall nur posten, wenn sich das lohnt. Also wenn ihr mich jetzt hier seht, könnt ihr euch auf ein spannendes Video freuen. Ich schlafe gerade übrigens hier oben in dem Tower hier. Das ist auch einer der höchsten. Da, wo die Wolken anfangen, da ist mein Zimmer. Da werde ich euch morgen früh mal abholen. Ich laufe gerade zu so einem Technikmarkt, wo es wirklich alles Mögliche geben soll. Ich habe keine Ahnung, ob der jetzt um diese Uhrzeit noch auf hat. Und aber auch zu Skyline von Shenzhen. Und möchte mir das einfach mal reinziehen. Das Coole ist, ich bin jetzt schon 9 Tage in China und ein Kollege von mir, der ist gerade auch auf dem Weg nach Shenzhen. Wir sind jetzt die nächste Zeit zusammen unterwegs. Der kommt hier in 3 Stunden an, also nach Mitternacht erst. Und bis dahin wollte ich mich jetzt mal hier mal ein bisschen umgucken. Ich nehme euch einfach mal ein bisschen mit, film hier rum. Shenzhen ist eine der am schnellsten wachsenden Städte der Welt. Mittlerweile über 17 Millionen Einwohner. Und vor 40 Jahren war das hier einfach noch so ein kleines Fischerdorf. Das ist wirklich, also da kann man nicht drauf klarkommen, wenn man hier ist. Ich habe schon einiges gesehen und ja, generell China, also ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist einfach an manchen Stellen, finde ich, zu krass. Nur Hochhaus neben Hochhaus, alles leuchtet. I love China. Ist übrigens angenehm warm hier. Wir haben noch 25 Grad. Schaut mal, da hinten spielen sie Badminton vor dem Hochhaus. Die anderen tanzen da für TikTok oder diese chinesische Variante davon. Ich habe schon so viele random Situationen hier gesehen in den letzten Tagen. Das ist einfach eigentlich anderer Planet. Und man darf hier auch mit Roller über einen Bürgersteig fahren. Also wirklich sehr, sehr spannend hier einfach. Wir haben jetzt schon fast 23 Uhr. Es hat alles noch auf. Draußen spielen überall Kinder. Ich laufe jetzt durch so eine kleine Straße. Schaut mal nach oben. Hier wohnen überall Menschen. Die ganzen Elektronikmärkte haben leider schon zu. Die machen morgen früh wieder auf. Also da werde ich auf jeden Fall hingehen. Weil, ich weiß nicht, wer sich von euch daran erinnert, ich mache ja schon ziemlich lange YouTube und eine Zeit lang, ich war eigentlich so der Erste, der mal bei Wish bestellt hat. Kennt ihr die Seite noch? Und das war mal total lustig, weil wir haben immer gesagt, direkt aus Shenzhen, diese ganzen Sachen kommen ja viel aus Shenzhen, auch jetzt noch so mit Temu und dem ganzen Bums. Und dass ich in meinem Leben dann auch wirklich mal in Shenzhen bin, Digga, das hätte ich niemals gedacht. Und jetzt bin ich einfach in Shenzhen. Hier wird wieder ein bisschen Badminton gespielt. Es geht aber wirklich alles sehr gesittet zu, ordentlich. Es ist nicht so richtig siffig, obwohl hier so viele Menschen wohnen. Da haben wir ja auch schon ganz andere Gegenden auf der Welt gesehen. Und jetzt suche ich die Skyline. Ich hoffe, sie leuchtet noch. Ach so, und übrigens meine Kamera, die mich jetzt schon seit über 2 Jahren immer treu begleitet und die ich sehr schätze, weil sie so klein ist und das Bild auch immer so schön smooth ist. Die kommt auch hier direkt aus Shenzhen. Wann kommt denn mal das neue Modell? Ich warte schon, beeilt euch mal. So, ich bin jetzt schon 8 Kilometer durch Shenzhen gelatscht, um zu sehen, oh, Skyline leuchtet nicht mehr. Mist. Ich glaube, hier ist das. Da ist dann so eine Lichtershow komplett. Ich weiß nicht, ob das da auch noch weitergeht. Aber so sieht auch schon cool aus, ne? Erstmal Pause. Das war auf jeden Fall ein schöner Abendspaziergang, auch wenn jetzt nicht so viel Spannendes passiert ist, aber ich bin mir sicher, ab morgen werden noch einige spannende Sachen passieren und ich bin mal gespannt, was hier so geht, wenn es richtig hell ist. Eine Empfehlung aber noch am Abend, wenn ihr in eine neue Stadt kommt, wo ihr noch nie wart, so Touri-mäßig oder so, dann geht viel zu Fuß, weil man kann natürlich auch immer viel Taxi fahren und so, manchmal ist es auch nervig, aber ich bin jetzt 8 Kilometer hier rumspaziert und habe so viele coole Sachen gesehen, die ich sonst wahrscheinlich niemals hätte sehen können. Oder geht joggen, was weiß ich. Das ist echt super. Zurück jetzt aber mit einem Didi-Car. Uber und so ist hier ja alles blockiert, deswegen habe ich hier diese Alipay-App und da kann man wirklich alles mitmachen. Damit habe ich auch mein Hotel bezahlt und hier kann ich jetzt dann ein Taxi rufen. Und damit, Leute, einen wunderschönen guten Morgen aus Shenzhen. Ja, ich bin hier wieder extrem hoch, wie irgendwie immer. Also ich habe jetzt schon einige Hotels hinter mir in China und mein Zimmer war fast nie unter 300 Metern so gefühlt. Hier checke ich jetzt gleich allerdings wieder aus und gehe noch in ein anderes Hotel. Schaut mal runter, also das ist eines der höchsten Gebäude hier in Shenzhen. War auch lange Zeit
eins der höchsten Gebäude in ganz China. Also ich bin so irgendwas zwischen 400 und 500 Meter hoch und habe ganz nicen Ausblick über Shenzhen. Ich finde, wenn man hier so rumguckt, sieht man noch ganz gut oder kann man so ein bisschen die Geschichte sehen. Shenzhen war bis Ende der 1970er Jahre ein kleines Fischerdorf mit gerade einmal rund 30.000 Einwohnern direkt an der Grenze zu Hongkong. 1980 erklärte China die Stadt zur ersten Sonderwirtschaftszone des Landes. Unternehmen aus aller Welt investierten dort, Fabriken entstanden und Millionen Menschen zogen nach Shenzhen. Innerhalb weniger Jahrzehnte entwickelte sich die Stadt von einem Dorf zu einer Hightech-Metropole mit über 17 Millionen Einwohnern. Heute sitzen hier Tech-Giganten wie Huawei, DJI oder auch Dreamy Technology, ohne die mein Rasen zu Hause wahrscheinlich jetzt wie Kraut und Rüben aussehen würde, hätten sie mir nicht einen ihrer genialen Roboter zur Verfügung gestellt. Und damit herzlich willkommen, Leute, aus meinem Garten. Ja, ich habe tatsächlich hier bei mir zu Hause einen Garten, der ist allerdings gerade so ein bisschen zensiert, das ist mir nämlich wichtig. Deswegen stelle ich mich jetzt auch mal hier vor die weiße Wand und schaut euch mal meinen Rasen an. Sieht aus wie ein Teppich. Ich habe nämlich seit gut 2 Wochen das absolute Flagship der Mähroboter hier im Einsatz, den Dreamy A3 AWD Pro 3500. Bei Mährobotern war ich immer ein bisschen skeptisch, oft sind sie dann irgendwie kaputt. Da muss man ja bei vielen auch so einen Draht verlegen, damit die wissen, wo sie sind. Bei meinem Dreamy hier ist das alles Geschichte durch die ganzen KI und Kamerasysteme. Ihr scannt den Garten einmal ein, das geht einmal automatisch. Ich habe es bei mir manuell gemacht, damit er wirklich einfach perfekt in jede Ecke kommt. Fahrt einmal um die Umrisse rum und habt dann eine 3D-Ansicht von eurem Garten direkt gespeichert und der Roboter weiß immer, wo er ist. Brauche ich persönlich jetzt bei mir hier nicht, aber der A3 hat einfach Allrad. Das heißt, Steigungen von bis zu 80% sind möglich. Einfach Mount Everest. Was ich auch noch hervorheben möchte, ist die Schnittqualität. Ich meine, schaut euch den Rasen an. Der Mähroboter hat 2 Mähscheiben mit 40 cm Schnittbreite und schneidet extrem nah an die Kante, teilweise bis zu 1,5 cm. Das heißt, am Ende bleibt möglichst wenig Handarbeit für mich selber. Als der zum ersten Mal gemäht hat, war mein Rasen wirklich extrem hoch, bis zu 20 cm. Das war für den A3 kein Problem, einfach alles umgewälzt. Durch die Kamera werden 300 verschiedene Hindernisse und natürlich auch Kleintiere erkannt, die automatisch umfahren werden. Wirklich ein absoluter Monster-Truck. Ich finde, so sieht er auch so ein bisschen aus. Dreamy hat natürlich auch noch ein paar günstigere Modelle im Angebot. Klickt euch da gerne mal rein, wenn ihr euren Garten diesen Sommer mal so richtig auf Vordermann bringen wollt. Erster Link in der Videobeschreibung. Man ist ja gar nicht weit weg vom Meer oder auch zum Beispiel Hongkong und hat aber auch überall so kleine angelegte Seen, in denen auch sicherlich heute noch Fische gezüchtet werden. Oder keine Ahnung, da sind auf jeden Fall überall so Netze. Und man sieht auch viele recht alte Gebäude und dann dazwischen überall diese neuen Skyscraper, ne? Die halt wirklich alle erst in den letzten Jahren gebaut wurden. Also ich freue mich, wir entdecken heute noch Shenzhen, schauen uns coole Sachen an, auf einen entspannten Tag. Zunächst habe ich dann erstmal mein Hotel gewechselt und es ging ins 380 Meter hohe Mandarin Oriental, vermutlich das spektakulärste Hotel in ganz China. Dazu kam aber auch ein extra Video. Wir sind hier gerade ganz oben auf dem Mandarin Oriental Hotel hier in Shenzhen. Davon kam ja auch ein Video, oder kommt noch. Und mir wurde das gerade nochmal genau erklärt. Also Shenzhen ist ja wirklich erst in den letzten 40 Jahren so entstanden. Und dann ging es von da vorne quasi hierhin, da hat sich das City Center hierhin bewegt und auch Firmen und so weiter und so fort. Und alles, was ihr hier jetzt seht, wurde erst in den letzten 15 Jahren gebaut und dann hat es sich jetzt nochmal verschoben. Schaut euch mal die Skyline da hinten an. Das ist jetzt das richtige Wirtschaftszentrum von Shenzhen und ist auch erst so in den letzten 10 Jahren entstanden. Also da komme ich nicht drauf klar. Wie sieht es denn hier dann in 20 Jahren aus? Wir haben jetzt hier den Hoteldirektor von unserem Hotel im Schlepptau und er zeigt uns hier jetzt mal so ein paar Roboter, dann auch noch den Elektronikmarkt, alles, was man mal so gesehen haben muss. Ich glaube, das wird sehr verrückt. Guck mal, hier so ein Rennrad wäre doch was für dich, Jonas, weil du wirst doch bald 30. Schaut mal, Leute, hier fliegen überall Drohnen rum. Das ist ja der Wahnsinn. Hier ist schon wieder die nächste. Und da wieder eine. Da ist auch eine. Und die liefern einfach Sachen aus. Also die fliegen jetzt zu so, zeige ich euch gleich, zu so Access Points und da kannst du die Sachen dann bestellen und abholen. Also in Shenzhen ist Drohnenlieferung schon komplett normal. Wir starten mal rein mit ein paar Robotern. Ja, das sind ja Hunde. Mhm. Den kann man halt immerhin an- und ausmachen, nicht so wie unseren Hund. Das ist die alte Generation und das ist die neue. Die ist halt so größer als wir, die neue. So, hier haben wir die Roboter. If I will buy one of these, Yeah. how much would it cost? For this one, it's a new generation, not sure price, but that one, 80,000 to the 100,000, 100,000 Okay. RMB. This one not public already. And what is he able to do? Like, how can he help me? Housework. Housework? Housework. So he can Facility. clean or bring me food? Yeah. What the fuck? Also... But Schaut mal hier, Leute, das Ding, das ist ein Trageroboter. Also der kann euch zum Beispiel beim Umzug helfen und der kann richtig Gewicht tragen. Einfach Kartons ins 8. Stockwerk und das funktioniert halt wohl auch. Ich würde gerne mal mit so einem Roboter joggen gehen, weil die können auch joggen, aber das wollen die irgendwie nicht. Meinst du hast in 10 Jahren so ein Ding bei dir zu Hause? Alle. Hä? Ich glaube jeder. Meinst du? In Deutschland?
Ja, okay, in Deutschland nicht, aber hier schon. Boah! Eins, zwei, cha cha cha. Zap zarab. Aber ich könnte ihn doch einfach umtreten jetzt. Naja, aber der kennt keinen Schmerz. Das ist ja das Problem. Der hört ja nicht Alter! auf. Der hört ja nicht auf zu kämpfen. So langsam kriege ich doch Angst. Ja, wenn er dann näher kommt, ne? Stell dir mal vor, irgendwann greifen die uns einfach alle an, da haben wir auch keine Chance Ja, mehr. und überleg mal, die sind dann 2 Meter groß. Ja. Oder 5. Ey, ich muss mich kurz mal setzen. Ja, ich komme. Also manchmal, Leute, da fühle ich mich bei meinen Reisen wirklich wie in so einem Fiebertraum. Auch jetzt gerade wieder hier mit diesen Eindrücken. Und dann hat man auch manchmal ein bisschen wenig Schlaf. Dann sieht man wieder eine neue Stadt. Oh, das war knapp. Du kommst hier halt, nachdem du schon verrückte Städte in China gesehen hast, nach Shenzhen. Und dann wird dir hier ein Roboter nach dem nächsten gezeigt und was die sonst noch so haben. Mein Gehirn denkt sich da manchmal, das kann doch gerade alles hier nicht die reale Welt sein. Was mir gerade noch erklärt wurde, hier gibt es einige Firmen in Shenzhen, die aktiv alle daran bauen, jetzt diese Roboter, die ja schon Hausarbeit machen können, aufs bestmögliche Level zu bringen, das alles perfekt ausüben zu können. Also das geht wohl jetzt schon, aber das wird ja in den nächsten 3 Jahren wirklich perfekt gehen. Das heißt, man hat dann theoretisch einen Roboter zu Hause, der alles für einen machen kann. Wie halt einen Butler, nur als Roboter. Anschaffungskosten liegen so bei, ich sag mal, mindestens 10.000 Euro, wahrscheinlich für einen guten dann auch eher 30.000. Und die können ja auch kämpfen und so. Also du kannst ja deinem Roboter dann sagen, hier, hau dir mal eine rein und rein theoretisch, da wird dann wahrscheinlich blockiert. Aber wenn man das dann so, du kannst ja auch, weiß ich nicht, eine DJI-Drohne, die kann ja auch in einer Non-Flight-Zone nicht fliegen, aber das kann man ja auch umgehen. Wenn du dann genauso deinen Roboter umgehen kannst, dann läuft er durch die Straße und vermöbelt da irgendwelche Leute. Oh Mann, ey. Das ist schon alles eine Sache für sich. Ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Von Roboter und Drohnen geht es jetzt erstmal weiter hier in den größten Elektronikmarkt. Wir sind hier beim Hua Qingbei-Markt. Der hat jeden Tag von morgens 10 Uhr bis abends, ja, 19 Uhr auf und da soll es wohl extrem viel Elektronik geben. Also alles, was du bei Temu kaufen kannst, kannst du hier jetzt wahrscheinlich auch shoppen. Ich bin mal gespannt und mir wurde auf jeden Fall überall empfohlen, dass man da reingehen muss. Deswegen gehen wir jetzt mal rein und schauen uns den Bums an. Ja, hier sieht es auch schon aus wie bei AliExpress im Wohnzimmer. Ja, das ist alles Krimskrams. Ja, das trifft es ganz gut. Schaut euch mal an, wie hoch das ist. Alles voll mit Elektrik. Ach du Heilige. Also das habe ich ja alles vor Jahren schon mal bei Wish bestellt. Hier Smartwatches, Handys. Ich bin auch reizüberflutet vom Allerfeinsten. Drohnen, die aussehen wie von DJI, sind sie aber nicht. Was kostet denn eine? Schaut mal hier, so eine Drohne kostet ungefähr 120 Euro nur. Also Leute, hier gibt es wirklich alles, ne? PSP, also wahrscheinlich nicht echt, Gameboys, Bildschirme. Was meinst du, was hier der ganze Komplex am Tag an Strom verschlingt? Ah, hier AirPods. Can I touch? Boah, die haben sich aber gemacht. AirPods 4. How much? How much? 180. Okay. 18 Euro. So, wir haben noch ein bisschen gehandelt. 2 gefälschte AirPods für umgerechnet jetzt so ungefähr 33 Euro gekauft. Und ich habe ja früher eine ganze Zeit lang immer so AirPods-Fakes bestellt und die getestet. Das ist aber schon 5 Jahre her. Ich bin mal gespannt, wie die sich mittlerweile entwickelt haben. iPhone 17 Pro in Mini. Das ist sehr geil. Oh, wie lustig. Jonas, sag mal Hallo. Also Leute, so ein Mini-iPhone kostet einfach 40 Euro. Oder, ja gut, eigentlich ist es ja auch schon ziemlich teuer. Kannst ja nicht viel mit anfangen. Hier haben wir wieder elektrische Hunde. Ey, was wir alles produzieren auf der Erde, ne? Und das hier ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil davon. So viel Schrott überall. Da weiß man auch manchmal gar nicht so genau, was man sagen soll. Wer braucht das alles? Konsum über Konsum, Schrott über Schrott. Ab ins Hotel. Ich bin jetzt gerade im Hotel und habe ja hier diese Fake-AirPods gekauft für ungefähr 18 Euro. Dann hat die aber noch von so einer Hintertür. Die hier, die sind noch besser. Die gab es auch nur in so einer Hintertür, also die mussten die extra holen. Mit Noise Cancelling anscheinend. Dafür habe ich 15 Euro nur bezahlt. Und jetzt knüpfe ich mal an alte Zeiten. Ich habe halt früher mal so Fake-AirPods bestellt und die dann so für Videos ausgepackt. Hat irgendwie super viele interessiert zu der Zeit. Und ja, deswegen kenne ich mich da ganz gut aus. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren. Ob die jetzt wirklich quasi auf AirPods Pro Level sind, weil für 15 Euro kann man ja jetzt nicht viel erwarten. Klar, wenn ich die jetzt online bestellt hätte, wäre es bestimmt teurer gewesen. Ich saß ja hier jetzt direkt an der Quelle. So, sieht alles 1:1 aus wie beim Original. Kabel haben wir auch dabei. Zack. Ja, okay. Immer noch Schrott.
kann ich jetzt schon sagen, ich habe jetzt deutlich mehr erwartet. Also hier haben wir ja die Originalen, das hier sind meine, die klacken schön. Allein dieser Sound, warum macht man das? Also das kann mir doch keiner erzählen, dass die Chinesen das heutzutage nicht besser faken könnten. Die Fakes hier, die sind auch minimal größer als meine. Aber komm, wir probieren jetzt mal aus. Aber sie heißen AirPods Pro. Man kann sogar richtig, wie bei originalen AirPods auch jetzt hier das Ganze auswählen. Geräuschunterdrückung, Transparenz und so weiter. Das gab es früher noch nicht. Also das haben sie jetzt auch gemacht. Und jetzt höre ich mal rein. Ja, okay. Das ist schon gut. Okay. Also ich muss sagen, vom Packaging her und so fand ich es jetzt nicht gut, weil das so richtig billig wirkt. Aber der Sound für 15 € und auch das Noise Cancelling ist verdammt nah dran am Original. Ich glaube, wenn man jetzt eine Stunde damit hört, wird man denken, das sind originale AirPods. Also schon wirklich gut. Hat mich jetzt gerade überrascht, hätte ich nicht gedacht. Verarbeitung Müll, Soundqualität top. Boah ey, was ist das denn für ein Auto? Ist das die Automarke NIO? Die heißt NIO, habe ich noch nie gehört. In Deutschland haben die ganz viele Stores. 1360 PS. Wir haben in Deutschland ganz viele Läden. Okay. Am Breitscheidplatz, direkt beim Waldorf in Berlin, haben sie einen Riesenladen. Die fahren auch in Deutschland. Der fährt in Deutschland? Der nicht, aber die anderen. Sieht schon geil aus. Schaut mal, hier haben wir den Xiaomi SU7 Ultra. Einfach Nordschleife, Nürburgring. Der sieht aus wie ein AMG GT, ne? Weißt du, was der kostet? Und der ist in Deutschland, kann man den kaufen? Nein, oder? Nein. Das ist doch Plagiat. Also hier kostet das Modell 38.100 Das ist wohl der Beste. und in Deutschland 70.000. Weil Deutschland macht ja Strafzölle auf chinesische Autos. Vor dem Eingang unseres Hotels war ein Stand aufgebaut mit 2 spannenden Objekten, die wohl aktuell am nächsten rankommen an die Aussage, irgendwann wird es fliegende Autos geben. Zu sehen sind allerdings keine klassischen fliegenden Autos, sondern neue Fahrzeugkonzepte von einer Marke namens Arridge. Es handelt sich um ein Elektrofahrzeug, das eine große Drohne transportiert. Dieses Modul kann automatisch ausfahren, senkrecht starten und später wieder am Fahrzeug andocken. Die Idee dahinter ist weniger der tägliche Arbeitsweg durch die Luft, sondern eher futuristische Freizeit- und Luxusmobilität. Fährst damit beispielsweise in die Landschaft und machst dann mal eben einen kleinen Rundflug. Shenzhen gilt dabei natürlich als perfekter Testort und solche Projekte werden gerade dort auch enorm gefördert und sind der Realisierung vermutlich auch am nächsten nicht. Also sowas habe ich ja auch noch nie in echt gesehen. Was ist das denn hier für ein Auto? Ist das verrückt? Da ist also kein Pilot. Da sitzt du dich mit deinem Kollegen rein. Ja, will ich mich nicht trauen, sag ich dir ehrlich. Hä? Würdest du dich nicht trauen? Nächstes Jahr kommen wir hier wieder nach Nächstes Mal haben wir Shenzhen. eine Broschüre, die alles erklärt. How much is it? 2 million. 2 Million, okay. Ja, 200.000 € geht eigentlich, oder? Wow. Crazy. And for 2 million you get the truck and the drone. Yes. No, you I can. think they will not allow it in Germany, but I will ask. Yeah. So live in Shenzhen is possible. You see, the Jonas can see the right side. You see the left side. Yes. You can fly here to the the Shenzhen heliport. Bay, yeah, to the helipad. And you And I will welcome you over there. you would say in 1 year it's possible to use them here. At end of this year, I And- just checked with the lady. So at end of this year, you buy right now and you get to the boats at the end of the year. But you need a license to use. I just saw they just required a C license Okay. for this one. Also Leute, Ende des Jahres kann man mit den Drohnen wohl in Shenzhen rumfliegen. Das heißt, du kannst sie dann bestellen und nutzen. Aber halt nur in Shenzhen erstmal. Aber auch krass, ne? Also das muss ich mal irgendwann testen. Wobei in Dubai gibt es doch auch jetzt so Flugdrohnen, habe ich gesehen. Das ist alles noch nicht so ganz meine Welt. Aber geil, also wir sind so, die Welt schreitet voran, ne? Jonas ist ja Helikopterpilot, also du hast ja eine Fluglizenz da, ne? Und was sagst du zu dem Ding? Erstens sehe ich das schon eher als Zukunftsvision. Alle sagen immer, ja, das released bald, aber wenn wir ehrlich sind, dauert das noch ein paar Jahre. Und zweitens habe ich mir das mal qualitativ angeguckt, würde ich mich nicht reinsetzen. Also Propeller waren unter anderem aus Plastik. Es ist wie so eine billige Drohne. Und mein Leben da aufs Spiel zu setzen, nee, danke. Na gut, Statements. So Leute, neuer Tag in Shenzhen. Wir starten mal rein mit was richtig Specialigen. Wir sind jetzt hier im Biashini Park. Und hier kann man ein bisschen die Sonne genießen. Schöne Blumen hier. Überleg mal, noch vor so 15 Minuten hat es gewittert und in Strömen geregnet und es war dunkel. Ja, wir sind gerade in so einem Flowerpark und gestern haben wir schon übelst viele Drohnen gesehen. Und hier in dieser Region ist es halt normal, dass wenn man bestellt, kommen die Lebensmittel mit einer Drohne und nicht halt mit einem Scooter oder so. Spart Zeit und man hat halt auch keine Personalkosten. Und hier hinter mir kann man einfach jetzt alles Mögliche bestellen. KFC, McDonald's, irgendwelche Snacks, Drinks. Und das kommt dann wirklich anscheinend mit einer Drohne. Ich glaube es noch nicht so ganz,
jetzt. Ich glaube zuerst, wenn ich sehe. Aber wir bestellen jetzt mal. Man braucht hier auf jeden Fall so eine App, WeChat, und darüber kann man dann hier alles Mögliche bestellen. Von diesen ganzen Läden, die ihr hier seht. Was willst du denn haben, Jonas? Hier zum Beispiel einen Cheeseburger mit Pommes und einer Cola. Kostet 2,50 Euro. Ich musste jetzt noch eine Drohnengebühr zahlen. Das waren jetzt auch nochmal 1,50 Euro ungefähr. Also insgesamt habe ich jetzt 4,20 Euro bezahlt. Hier steht jetzt, die Drohne kommt zwischen 15.14 Uhr und 15.24 Uhr. Aber auch schön hier im Park, oder? Wir warten jetzt aufs Essen, dauert noch 20 Minuten, gehen hier mal ein bisschen spazieren. Wie fühlst du dich? Super. Ah, hier ist übrigens unser Hotel. Da oben waren wir gestern. Also wir haben jetzt schon 16 nach, so langsam könnte die Drohne kommen. Ich bin ganz gespannt. Ich habe aber noch nicht eine Drohne hier landen sehen, also es hat kein anderer bestellt bis jetzt. Deswegen mal gucken, ob das wirklich jetzt klappt. Also Leute, mittlerweile ist unsere Drohne schon über 10 Minuten verspätet. Damit habe ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht gerechnet. Funktioniert anscheinend noch nicht so gut. Leute, da ist sie, glaube ich. Seht ihr die? Ja, das müsste unsere Drohne sein. Ist da was dran? Ich kann es gar nicht erkennen, die Sonne blendet so. Ey, wie geil! So, ich habe jetzt so einen Code aufs Handy bekommen, den müssen wir jetzt hier eingeben. Okay, Code eingegeben. Ah ja, okay. Thank you. Ah ja. McDonald's? Oh nein, die Cola ist umgefallen. Aber sie hat überlebt. So, das muss man jetzt klein falten und dann kommt das hier rein. Und da kommt schon die nächste. Wahrscheinlich war gerade so ein bisschen Stau. Jetzt kommen die hier eine nach der anderen. Du wolltest doch einen Burger, oder? Also das ist schon verrückt, ne? Das Essen, was wir jetzt hier haben, das ist gerade kilometerweit durch die Luft geflogen. Guck mal, jetzt kommen schon die nächsten Drohnen. Ist halt kalt. Ja, geht, lauwarm. Das sind eigentlich McDonald's-Pommes. Die sehen ganz anders aus als bei uns. Aber lecker. Kann man essen. Haben wir noch einen Cheeseburger? Mein erster chinesischer Cheeseburger von McDonald's. Mal gucken, ob der genauso schmeckt wie bei uns. Am faszinierendsten finde ich ja eher, dass die Cola geflogen ist. Und es hat voll gut überlebt. Es ist einfach durch die Luft geflogen, ein Getränk. Schmeckt genau gleich eigentlich wie bei uns. Bisschen anders vielleicht, aber nur minimal. Ich bin mittlerweile wieder zu Hause, Leute, und eigentlich ist das auch mein letztes Video aus China. Eins kommt noch, das ist aber dann der Rückflug, da geht es dann halt primär nicht mehr um China. Ich habe es ja am Anfang gesagt, ich filme einfach mal so spontan drauf los, schaue mir in Ruhe Shenzhen an. Das ist jetzt halt bei rumgekommen. Ich muss sagen, ich habe ja schon viele Städte auf der Welt gesehen. Singapur, Tokio, was weiß ich. Da leuchten halt überall riesige Werbetafeln und das ist auch alles super modern. Aber dieses wirkliche Aufgreifen von Zukunft, also Roboter, Drohnen, Face-Tracking mit Kameras, verrückt moderne Bezahlsysteme, all das gebündelt, das ist sicherlich nirgendwo auf der Welt so der Fall wie in Shenzhen. Das ist die absolute Future City meiner Meinung nach und es war wirklich sehr, sehr spannend da. Ich hätte gerne noch mehr dieser Sachen aufgegriffen und die getestet oder für euch verfilmt. Leon aka Celtics, der hat schon vor ein paar Monaten, glaube ich, ein Video dazu rausgebracht und Daniel, Grüße gehen raus an meine YouTube-Kollegen, die waren da auch schon. Daniel hat, glaube ich, vor einer Woche oder so dieses Video hochgeladen. Verlinke ich euch beide mal in der Videobeschreibung, weil die haben das Thema vielleicht noch ein bisschen ausführlicher und auch noch mal ein bisschen anders aufgegriffen. Es gibt natürlich auch viele Punkte, über die man philosophieren kann, die völlig in die falsche Richtung gehen oder auch mit unserer Welt, wie wir hier bei uns leben, gar nicht konform gehen können. Zumindest aktuell nicht. Das mit den Robotern hat mir auch, wenn man das dann wirklich mal so sieht, was die schon alles können, tatsächlich Sorge bereitet. Vorher habe ich mir da nie so wirklich Gedanken drüber gemacht. Ich fand das eher lustig. Um vielleicht noch ein, zwei Gedanken zu teilen. In Shenzhen gibt es eine verrückte Videoüberwachung, also Straftaten werden da so schnell aufgeklärt. Da kann man drüber streiten, aber ich würde auch in Deutschland an so vielen öffentlichen Orten einfach Full-Kameras. Ich kann aber natürlich auch verstehen, wenn man das kritisch sieht und genauso alles Weitere ist natürlich, ist einfach alles Zukunft. Und wenn man mal so ein bisschen Zukunft schnuppern möchte, da ist man in Shenzhen auf jeden Fall am richtigen Ort. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, und auch vielen Dank an Dreamy fürs Sponsoren des Videos. Checkt auf jeden Fall die Mähroboter ab. Super Sache. Und wir sehen uns hier jetzt ratzfatz ziemlich schnell wieder. Haut rein. Ciao.